Heute geht es ins Land Nummer 7, Kirgisistan oder Kirgisistan. Es gibt verschiedene Aussprache und ja, spätestens hier sind wir in Zentralasien dann angekommen. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Heute geht es nach Kirgisistan, habe ich ja schon gesagt. Es geht damit von der Steppe sozusagen ins Hochgebirge hier hinein. Und da gibt es sicherlich auch tolle Ausblicke zu sehen. Da sind wir auch schon sehr gespannt darauf. Von Almaty aus fahren wir Richtung Osten, Richtung Grenze und erreichen, bevor wir zur Grenze kommen, kurz vorher unseren östlichsten Punkt der Reise. Von hier aus geht es im Grunde nur noch nach Westen in die Türkei, mal auch nach Süden noch runter und mal auch wieder nach Norden hoch. Aber grundsätzlich unsere Richtung wird nicht weiter in den Osten gehen, sondern von hier aus dann in den Westen. Bei dieser Fahrt Richtung Grenze umfahren wir sozusagen auch einen hohen Berg, den Pik Tala. Und der ist mit knapp 5000 Metern relativ hoch schon. Und ja, es ist sehr spannend, denn wir werden in einigen Tagen dann auf diesem Höhenniveau von knapp 5000 Meter auch einen Pass überfahren. Und ja, das wird bestimmt eine richtig spannende Erfahrung. Vielleicht fehlt uns auch die Luft und wir kriegen die Erfahrung gar nicht, aber das werden wir dann sehen. Es geht also Richtung Osten durch den Sharin-Nationalpark über Kokpek, Kegen nach Karkara. Das ist dann die letzte Siedlung in Kasachstan und über diese Route nach Kirgisistan. Und hier ist dann auch, wie gesagt, der östlichste Punkt der Reise. Von hier aus geht noch eine kleine Straße Richtung China, aber ohne Grenzübergang. Aber das soll uns diesmal noch nicht interessieren. Zumindest diesmal eben vielleicht irgendwann mal, dass man auch mal Richtung China oder Mongolei sich bewegt. Von Almaty bis hier zur Grenze sind es knapp 300 Kilometer und wir wollen dann am Abend ankommen. Wie das dann an der Grenze wird, muss man sehen, je nachdem, wann wir entsprechend auch ankommen. Ja, in der Nähe von Karkara ist dann halt auch die Grenze zur Kirgisistan. Es ist ein kleiner Grenzposten und es dürfte nicht allzu viel los sein. Andere Reisende, die diese Route genommen haben, die haben gesagt, ja, so etwa 2 Stunden steht man da durchaus an. Wir müssen allerdings gucken, wir wollen ja am Abend ankommen, ob wir noch an diesem Abend dann oder Nachmittagabend durchkommen. Denn der Grenzposten ist nur von 9 bis 18 Uhr geöffnet und das dann auch nur in der Zeit von Mai bis Oktober. Wenn die Grenzsoldaten sozusagen keine Lust haben oder uns mal eben schnell noch durchschleusen wollen, umso besser. Wenn sie keine Lust haben, umso schlechter. Dann dauert es halt bis zum nächsten Tag. Dann werden wir in der Nähe dann auch noch mal campen müssen. Die Einreise ist seit Juli 2012 für alle Europäer, außer für Rumänen, Bulgaren, für touristische Aufenthalte bis zu 60 Tagen kein Visum benötigt. Türken dürfen 30 Tage ins Land. Das ist eine sehr interessante und spannende Vorgabe, aber das ist halt einfach so. Keine Ahnung, woher das denn wieder kommt. Vielleicht weiß es der eine oder andere und kann es dann mal in die Kommentare unten reinschreiben. Wer einen längeren Aufenthalt wie 60 Tage machen will, der muss sich natürlich mit der Botschaft dann auseinandersetzen. Bei der Ein- und Ausreise über Tadschikistan wird ein gültiges Visum dieser Länder mit erforderlich sein.
Die Nachbarländer Usbekistan und Kasachstan haben in den letzten Jahren für viele Europäer Erleichterungen eingeführt. Devisen können problemlos eingeführt werden, das ist ganz klar. Man möchte hier gerne touristische Einnahmen haben und diese Länder sind natürlich auch teilweise richtig traumhaft und deswegen macht man das hier relativ einfach möglich. Vielleicht ein bisschen was zum Land. Die Landschaft dieses Binnenlandes ist gebirgig und wird im Süden vom Tien Shan dominiert. Es existieren viele Gipfel, Gletscher und Hochgebirgsseen. Kirgisistan lag an der berühmten Seidenstraße und die Zeugnisse der Vergangenheit finden sich in zahlreichen Orten wie Karakol oder der Karawanserei von Taschrabat. Die nomadische Tradition spiegelt sich im Gebrauch des Pferdes und der Jurte wider. Letztere ist in der Nationalflagge verewigt. Hier wird das Gestänge einer Jurte im Firstbereich um den Rauchabzug dargestellt. Kirgisistan selbst ist ein relativ junger Staat, der im Rahmen der Auflösung der Sowjetunion am 31. August 1991 seine Unabhängigkeit erklärte. Die wirtschaftliche Entwicklung von dem ca. 5 Millionen Menschen bewohnten Land verläuft langsam. Es gehört mit seinem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von ca. 390 € zu den ärmsten der ehemaligen Sowjetrepubliken. Die politische Entwicklung ist wechselhaft. Nach den ersten freien Wahlen 1995 und der Präsidentenwahl wurden nach den nächsten Wahlen im Jahr 2000 die Macht des Parlaments sukzessive beschnitten und die Macht des Präsidenten Akajew gestärkt. Infolge der Parlamentswahl im Jahr 2005 kam es nach Vorwürfen der Wahlfälschung zu Unruhen, der sogenannten Tulpenrevolution, in deren Folge Präsident Akajew nach Russland floh. Die Neuwahlen wurden von Kurmanbekjew bei Kiew mit 89% gewonnen. Nach einer initialen Stärkung des Parlaments durch Verfassungsänderungen wurden die Rechte derselben in der Folge zugunsten des Präsidenten wieder abgeschwächt. Im Dezember 2007 fanden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Man sieht also, dass auch hier nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einiges im Umbruch war, mal mehr, mal weniger Rechte für den Präsidenten. Aber heutzutage sieht das dort politisch eigentlich ganz gut aus. Die Landeswährung ist der kirgisische Som. Die meisten Waren und Dienstleistungen müssen in Som bezahlt werden. Hotels bevorzugen manchmal Dollar. Auch der Euro wird hin oder wieder angenommen. Der Umtausch von Euro oder Dollar ist in größeren Städten meistens problemlos möglich. Kreditkarten werden wenig akzeptiert und das Abheben von Bargeld mittels westlichen Kredit- oder EC-Karten ist in allen größeren Städten des Landes möglich. Kulinarisch okay. Kulinarisch gibt es Pferd, Kalb und Schaf. Gemüse machen sich rar in der Nomadenküche. Zum traditionellen Fünf-Finger-Essen, dem Besh Barmak, wird in einer Jurte Kumis, also gegorene Stutenmilch, geröstete Butter und Fladenbrot mit Kaymak-Sahne serviert. Viele von euch, die dieses Video jetzt sehen, kennen das vielleicht ja aus der Türkei. Kaymak, dort gibt es das auch, das ist so eine Art Sahne. Jedoch trifft man in Kirgisistan nicht nur auf traditionelle kirgisische Küche, schon lange leben in dieser Region sehr viele Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, die natürlich auch ihre jeweilige Küche mitgebracht haben. Ob man das jetzt gut finden mag oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ist halt so. Neben der kirgisischen ist die russische Küche natürlich weit verbreitet. Auch uigurische oder usbekische Speisen sollte man unbedingt mal probieren. Aber Vorsicht, manche dieser Gerichte können sehr scharf sein, vor allem die uigurischen. Wer wie wir die Möglichkeit hat, selbst zu kochen, dem wird stark ans Herz gelegt, auf Basaren einzukaufen. Dort bieten die Erzeuger ihre frischen und qualitativ hochwertigen Waren zu günstigen Preisen an. Und natürlich darf, wie überall im Orient, gefeilscht werden.
Auch hier kann man uigurische oder andere Spezialitäten ausprobieren, vor allem eingelegte Salate. Auch hier muss man aufpassen, die können ziemlich scharf sein. Aber auch der Verkauf am Straßenrand ist zu empfehlen. Hier verkaufen die Menschen direkt vor der Haustür ihre Erzeugnisse aus dem eigenen Garten, wie auch in vielen Gegenden Deutschlands oder auch in der Türkei, das man so kennt. Manchmal gibt es aber auch richtige Straßenhändler, die ihre Ware auf LKWs mitbringen. Nun zur Sicherheit. Nach den Unruhen im Jahr 2010 hat sich die Lage im Land weitgehend wieder beruhigt. Die Grenze nach Usbekistan ist auch wieder geöffnet. Da müssen wir dann letztendlich ja auch lang. Im Großen und Ganzen ist Kirgisistan ein sicheres Reiseland. In der Hauptstadt Bischkek sollte man die übliche Vorsicht walten lassen. Ja, Diebe gibt es halt überall und das ist dann auch hier in der Hauptstadt der Fall. Etwas mehr Vorsicht ist in der südwestlichen Region um Osch sowie im weiteren Verlauf des Fergana-Tals geboten. Hier ist es in der Vergangenheit zu Unruhen zwischen Usbeken und Kirgisen gekommen. Weiterhin ist das Fergana-Tal ein Rückzugsgebiet für Drogenschmuggler, vor allen Dingen aus dem usbekischen und tadschikischen Teil. Und hier läuft eine der Hauptschmugglerrouten für Opium und Heroin aus Afghanistan entlang. Also einige dieser Grenzabschnitte sind zudem auch vermint. Aber da werden wir entsprechend auch aufpassen. Nach Osch werden wir natürlich auch kommen und von dort aus weiter auf den Pamir Highway fahren. Polizeikontrollen finden in Kirgisistan insbesondere im Straßenverhältnismäßig häufig statt. Es kann dabei vorkommen, dass dem Fahrer von korrupten Beamten unterstellt wird, zu schnell gefahren zu sein oder Alkohol getrunken zu haben, um einfach eine Strafgebühr zu kassieren. Diese wandert in der Regel natürlich in die eigene Tasche. Insofern ja, muss man ein bisschen aufpassen. Die Polizei ist berechtigt, Pass und Visum zu überprüfen, nicht jedoch die Taschen zu durchsuchen. Unter dem Vorwand einer Drogenuntersuchung wurden jedoch in der Vergangenheit häufiger insbesondere Touristen von der Polizei vorgeblich nach Drogen durchsucht und dabei auch bestohlen. Das Auswärtige Amt rät dazu, bei derartigen Vorfällen auf seine Rechte zu verweisen und die Botschaft in Bischkek zu informieren, wenn das also passieren sollte. Das hört sich jetzt alles nicht ganz so toll an für unsere Tour, aber das ist nun mal so, das ist hier unser Abenteuer und damit müssen wir leben. Sollten wir, und wir wollen ja eigentlich auch in der Gruppe fahren, sollte da nicht großartig was passieren. Klimatechnisch herrscht ein trockenes kontinentales Klima vor. In höheren Lagen des Tian Shan wird es sogar subpolar. Im Südwesten des Landes ist das Klima hingegen subtropisch beeinflusst. Im nördlichen Hügelland ist es gemäßigter. Die beste Reisezeit für das tiefer gelegene Tal ist das Frühjahr von März bis Mai und der Herbst von September bis Oktober. Außerhalb dieser Zeit wird es heiß und leider fahren wir auch außerhalb dieser Zeit, also werden wir uns auf Hitze einstellen müssen. Die Monate Juli bis August bieten sich vor allen Dingen dann auch für die Fahrten ins Hochgebirge an. Da sind wir dann auch in der Zeit. Auch Skifahrer kommen in Kirgisistan auf ihre Kosten und in den Wintermonaten in der Nähe der Hauptstadt gibt es mehrere, zum Teil nach modernen europäischen Standards ausgestattete Skigebiete. Ja, wenn wir dann in Kirgisistan eingereist sind, werden wir uns von der Grenze ein wenig entfernen und uns dort auch einen Stellplatz suchen. Wie lange wir an der Grenze bleiben müssen, das wissen wir halt nicht. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir über Nacht vor der Grenze bleiben und dann am nächsten Tag über die Grenze fahren können. Und dann fahren wir halt noch ein Stückchen entsprechend weiter. An Kilometern haben wir jetzt natürlich nicht ganz so viel hinter uns bringen können, rund 300. Und es folgen jetzt insgesamt noch knappe 9.200 Kilometer, bis wir am Ende angekommen sind wahrscheinlich.
auch wenn ich das jetzt hier so sage, es hört sich jetzt irgendwie immer weniger an. Es ist ja auch immer weniger, aber irgendwie hört sich nach Katzensprung an. Aber ist es natürlich nicht und da kommen noch viele heikle und tolle Abenteuer auf uns zu. Im nächsten Planungsvideo geht es weiter nach Bischkek, zur Hauptstadt. Dabei fahren wir über Karakol, Temirkova, Burana. Aber das zeigen wir dann im nächsten Planungsvideo. Bis dahin, bleibt weiterhin gespannt.